Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Shakes and Fidget, aber nicht mit den Producers Notes, die prinzipiell interessant sind, aber da kommt vielleicht noch was demnächst. Auch nicht mit Servern, Elevator Rewards, die bringe ich euch demnächst noch bei mir auf dem Channel. Will ja jeder wissen, wie es abging. Ich will es auch bei euch wissen. Es gibt noch nämlich ein anderes Thema. Mir ist ein Bild im Social Media entgegengekommen, und zwar das hier vom Tuni. Und wenn der Tuni 2 Daumen nach oben zeigt, dann muss man natürlich mal reingucken. Mir wurde gesagt, ich soll mir das Video dazu auf YouTube live reacten oder quasi ich soll es in einer Live-Reaction machen, und da machen wir das jetzt einfach mal. Ich habe mal geschaut, es ist nicht so lang und von daher passt das für mich. Und ja, da würde ich gleich mal sagen, gehen wir mal rüber. Es geht um neue Updates im Zuge 24.5 und ja, schauen wir uns mal an. Ein Update 24.5 steht vor der Tür und was das so mit sich bringt, das besprechen wir wie immer in diesem Video. Und falls ihr da draußen solche Videos in Zukunft nicht verpassen wollt, drückt auf den Abo-Button, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und ich würde sagen, wir starten ins Video. Let's go! Flimmerkiste. Bevor wir uns jetzt den Neuheiten widmen, habe ich eine ganz kleine Sache für euch. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, auf EO16 gab es eine Avatar-Challenge, wo 5 Spieler, die als erstes Level 350 erreicht hatten, einen Avatar gewinnen konnten. Und genau die habe ich jetzt für euch. Okay, das ist geil. Also ich glaube, dass ich schon alleine deshalb, weil ich ja weiß, wer mir das geschrieben hat, dass ich mir deshalb das live anschauen sollte. Und hier kommen unsere Gewinner. Als allererstes Bahamas Voe. Okay, cool. Gefolgt von Renovate. Dann haben wir... Oh, warte mal, Renovate. Nee, warte. Oh, geil. Renovate ist ja Assassine gewesen. Ich glaube auch auf EU16 und ich glaube, dass er auch schon auf W53 einen Assassinen gespielt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Renovate verbinde ich immer wirklich als sehr, sehr geilen Assassinen. Es gibt auch noch andere Namen, die ich damit verbinde, aber das war natürlich mega geil. Das habe ich auf jeden Fall beim Avatar Race auch befeuert, denn immerhin ist der Assassin mein Main-Char, auch wenn ich ihn jetzt nicht krass geil durchspiele, aber er wird mein höchster Char sein für eine ganz lange Zeit weiterhin und geht auf die 600 zu, von daher ist es mega. Renovate. Dann haben wir The Masked. Okay, Maskman ist auch cool. Ist ja sozusagen so ein bisschen so der Ingame-Buddy oder auch mittlerweile richtiger Buddy von Zombie. Die machen ja alles zusammen. Werde ja auch auf EU20 mit den beiden bei den Gemminers spielen, habe ja aber auch schon auf EU5 mit den beiden zusammengespielt und ja, auch ein sehr, sehr erfahrener Spieler, pilzstarker Spieler, aber auch pilzeffizient. Ja, also das muss man auch mal sagen. Es war nice eigentlich, dass der das auch geschafft hat. Man, Donny Dano und zu guter Das hat so leichte Tuny-Vibes, so, ne? Also klar, die Gesichtsform dann ganz anders, aber so, wenn man jetzt mal von weiter weg guckt, könnte man das denken, ne? Letzt Sauerkirsche. Ja, Glückwunsch an euch und viel Spaß. Oh, aber Sauerkirsche ist auch nice. Man macht auch ein bisschen was anderes. Das fällt auf. Und falls es wirklich Leute gab, die dachten, dass Sauerkirsche weibliche Spieler ist, ja, die sind dann jetzt vielleicht enttäuscht worden. Mit euren Avataren. Okay, lasst uns jetzt über die Neuheiten sprechen. Ab jetzt gibt es einen Ursprungs-Badge. Den findet ihr im Info-Tab eures Charakterprofils. Und dieser ist gerade wichtig für alle Leute, die mit ihrem Charakter schon fusioniert wurden. Denn wenn ihr mit der Maus über diesen Badge geht, dann wird euch ab jetzt die Ursprungswelt eures Charakters angezeigt. Kleines Beispiel zum Verständnis. Ihr werdet jetzt von W53 auf F26 fusioniert. Dann steht bei euch im Badge W53 als Ursprungswelt. Lass uns jetzt mal... Okay, das ist ganz cool, auf jeden Fall. Hat auch ein bisschen was, ja, so was wie die Orden von früher, also dass man so ein bisschen seinen Ursprung halt kennt, deshalb nennen die das auch so. Meine Frage dazu ist natürlich, wenn das Update da ist, werden wir auch von anderen Spielern das Ursprungsbadge sehen. Das fände ich natürlich dann sehr geil, also dass man nicht nur sein eigenes sieht, sondern dass man bei jedem Spieler X das nachlesen kann, weil man vielleicht dann doch manchmal halt auch vergisst, wo der herkam, oder manche Charaktere ja einen doppelten Namen haben können, doppelt auftreten, und wenn man dann nicht gerade weiß, welches Level oder welche Klasse, dann finde ich das ganz nice, wenn das für alle, dass man das für alle sehen kann. Also ich hoffe, dass es so kommt. Wenn nicht, werde ich es auf jeden Fall suggesten.
mal über ein paar allgemeine Anpassungen reden. Und zwar hat der Krieger, der Assassine und der Kundschafter ein neues Design bekommen. Und natürlich seht ihr diese neuen Artworks jetzt auch bei eurer Klassenwahl auf einem neuen Server. Ja, okay. Das wurde ja auch gesagt, dass das ein bisschen geupdatet wird. Das ist prinzipiell nicht verkehrt. Ich finde, dass der Krieger ein bisschen, ja, weiß nicht, wirkt so ein bisschen, hat er nicht so einen Clans-Effekt hier irgendwie. Wirkt ein bisschen, also fällt ein bisschen ab so gegenüber den einen. Also der Kundschafter sticht auf jeden Fall hervor, muss man sagen. Der Assassine ist halt artgerecht, klassengerecht aufgestellt. Wo war er denn? Hier. Hat aber trotzdem den Fokus halt auf die großen Schwerter so ein bisschen gelegt. Der Krieger fällt ein bisschen ab irgendwie. Schade. Dann hat sich ein bisschen was bei der Aufgabenliste getan, denn wenn ihr dort eine Belohnung abholt, gibt es jetzt einen Sound. Und den hören wir uns doch mal an. Wunderschön, oder nicht? Und es gibt noch eine Kleinigkeit in Also ich spiele ja ohne Sound. Aus individuellen, egoistischen Gründen. Nicht, weil sie mir nicht gefallen, sondern einfach, weil es mich, ja, dann teilweise bei Videos abgelenkt hat. Aber dass die Dinger Sounds bekommen, ist gut. Ich fand die Sounds auch sehr gut, prinzipiell. Ich fand es nur schade, dass irgendwie Sound 2 und Sound 3 der gleiche sind. Also warum kann man nicht nochmal da vielleicht einen Unterschied machen? So? Also das fände ich irgendwie noch cooler. Ja. Sachen Support. Wenn ihr in eure Einstellungen geht, dann wird nun beim Anklicken des Support-Buttons ein zusätzliches Fenster im Spiel geöffnet, wo ihr das Help Center findet, um bei Fragen nach den jeweiligen Artikeln suchen zu können. Rechts unten in diesem Fenster kann über einen Button nach wie vor zu dem Chat gewechselt werden, um den Support direkt zu kontaktieren. Kommen wir jetzt zu ein paar Verbesserungen. Das ist gut. Vereinfachung, in welcher Hinsicht auch immer, ist immer gut. Ich finde es auch sehr gut dargestellt. Also das ist top. Die es jetzt neu im Spiel gibt. Und da würde ich sagen, starten wir mal mit dem Gildenchat. Denn es wurden neue Emotes hinzugefügt und diese könnt ihr finden, wenn ihr einfach mal /Emotes in den Gildenchat eingibt, dann mit Enter bestätigt und dann könnt ihr alle verfügbaren Emotes im Spiel sehen. Und hier habt ihr nochmal eine Einblendung, dass ihr genau seht, welche Emotes jetzt dem Spiel hinzugefügt worden sind. Ich schiebe euch. Also ich weiß gar nicht, wie ihr dazu steht. Ich glaube, es gibt nicht einen unwesentlichen Anteil an Spielern, die gar nicht wussten, dass es Emotes gibt. Überhaupt so diese Gildenbefehle, die schweren jetzt meistens nicht so doll rum. Also die gibt es natürlich im Discord auch, wenn man danach fragt. Jetzt so in den Gilden-Chat selber, vor allen Dingen so auf den neueren Servern, ist es jetzt nicht so häufig, dass ich dort viele Emotes gesehen habe. Und das ist schade. Also ich hoffe, dass viele Spieler darüber halt auch in Kenntnis gesetzt werden. Auch ich nutze tatsächlich nicht so viele Emotes. Ich muss mich da wahrscheinlich mal selber auch an die Hand nehmen, ein bisschen mehr rum-emoten auf den Servern, damit das Ganze noch ein bisschen weitergetragen wird, weil das ist prinzipiell cool. Also ich mag Emotes, von daher. Euch direkt mal eine Verbesserung in Sachen Quality of Life hinterher, denn beim Würfelspiel wählt der Klick auf einen Würfel nun automatisch alle Würfel mit der gleichen Würfelseite für den zweiten Wurf aus. Das heißt, wenn ihr eine bestimmte Ressource wollt, müsst ihr die Würfel nicht mehr einzeln anklicken, sondern ihr könnt jetzt ganz entspannt einmal klicken, dann ist alles drin und dann müsst ihr natürlich eine Portion Glück haben. Ja, jetzt gibt es aber nicht nur Verbesserungen. Also, das ist halt Quality of Life, ja. Also, das macht es nochmal ein bisschen einfacher, gerade wenn man 20 Server spielt gleichzeitig oder auch auf dem Handy. Ich hoffe natürlich, dass man die Auswahl dann nochmal widerrufen kann, falls man sich verdrückt, aber das wird mit Sicherheit der Fall sein, konnte man ja bisher auch. Von daher gut. Sondern auch behobene Fehler und die wichtigsten werden wir jetzt besprechen. Falls ihr euch da die ganze Liste durchlesen wollt, könnt ihr das gerne in den Patch Notes tun, die findet ihr hier in der Beschreibung. Auf Ebene 10 im 9. Dungeon der Lichtwelt müsst ihr gegen euch selber kämpfen. Genauer gesagt gegen euer Spiegelbild und genau dort war es so, dass immer die Klasse von einem Magier angezeigt worden ist und jetzt hat das Spiegelbild wieder eure Klasse. Das heißt, spielt ihr Dämonenjäger, wird auch ein Dämonenjäger angezeigt. Bei den
Pets wurde auch ein Fehler behoben, und zwar wurde, wenn die Multifütterungsfunktion angeschaltet war, die Fütterung der Pets nicht zu dem Fortschritt des Achievements Must-Betrieb gezählt. Das ist jetzt wieder gefixt. Für die Leute aus der IHOF ist interessant zu erwähnen, dass Krieger dort jetzt wieder blocken können. Und auch bei der Hexe hat sich was getan, denn während des Hexentanz-Events wird ab jetzt wieder die Rotation der angefragten Gegenstände der Hexe pausiert. So Leute, das waren die wichtigsten Punkte. Okay, das Outro, das lasse ich euch noch. Schaut euch das Video nochmal an, auf jeden Fall hier. Gebt ein Like, definitiv. Also man kann sagen, die Features, also das mit Ursprungs-Badge ist sehr gut. Im Info-Tab des Charakterprofils. Also das klingt für mich tatsächlich, dass das sich um alle Charaktere dreht. Das wäre halt nice. Die allgemeinen Anpassungen sind vollkommen okay. Die Verbesserungen sind vollkommen okay. Also wie gesagt, mit ein paar kleinen Anmerkungen. Die Aufgabenliste im Detail hier nochmal ist verbessert worden. Das macht auf jeden Fall Sinn. Der Fehler in der Gilde hier zum Beispiel, das macht auch Sinn. Die Bugs, die im Video angesprochen worden sind, teilweise auch auf jeden Fall vom offiziellen Discord im Voraus schon eben von der Community angemahnt worden und sind jetzt umgesetzt worden. Das ist halt auch richtig, richtig nice. Ja, das Thema mit der IHOF mit Kriegern, das hatte ich halt auch mitbekommen. Das kursiert, glaube ich, schon länger. Da gab es jetzt endlich eben dann auch den Fix. Ja, also insgesamt wirklich alles gut. Ist natürlich schade, das, was ich ändern lassen wollte mit der Expedition, ja. Das ist noch nicht dabei. Aber das ist ja auch noch nicht so lange her. Ich hoffe ja, dass irgendwann mal dieses Feature hier vorlesen zu können oder vielleicht sogar im Video von Tuni erklärt bekommen zu lassen. Das ist mein Traum, ja, den ich habe. Und das Update kommt am 5. März. Also morgen, wenn ihr das Video seht. Definitiv aber auch ein guter Schritt. Es gibt sicherlich noch Themen im Hintergrund, die halt auch noch offen sind für die Community, die vielleicht hier noch nicht jetzt Anklang gefunden haben, aber man kann auch nicht immer dann erwarten, dass es 1:1 gleich passiert. Es kommen ja auch immer wieder neue Sachen auf. Von daher, ja, fehlt mir hier eigentlich nur eine kleine Anmerkung, die ich noch zum Schluss machen möchte. Und zwar gab es eigentlich ein Thema mit den Expeditionen, dass man da festgehangen hat. Das gab es erst kürzlich. Das war ein Thema auch in meinen Suggestions und Bugs Videopart von vor einer Woche circa. Und da gab es das Problem, dass die Spieler, ich glaube, die Abenteuerlust wurde nicht resettet. Da gab es jetzt ja auch eine kleine Anmerkung mit dem Doppelklicken, aber dass entweder gar keine Abenteuerlust da war, beziehungsweise dass die Expedition festgehangen hat. Und das Ganze musste sogar individuell vom Support gelöst werden, dass Spieler wieder freigestellt wurden von der Expedition. Und wenn euch das mal passieren sollte, dass ihr an der Expedition festhängt, ja, dann sagt der Shakes and Fidget Support, offiziell loggt euch aus. Und da geht es jetzt nicht nur um Charakter ein- und ausloggen, sondern ich glaube, es geht richtig darum, zum Beispiel auf Steam, sich vom Account auszuloggen, beziehungsweise auf dem Gerät, wo ihr spielt, euch komplett auszuloggen und wieder einzuloggen. Dann sollte der Fehler wohl behoben sein. Das gilt jetzt als offiziell resolved. Ich habe es euch jetzt hier an der Stelle nochmal eingeblendet. Also, ne, resolved ist das Thema und hier gab es diese Verlinkung zu Outage, dass ja, Logout and Login again to get released, ja. Das ist die Lösung. Ich hätte es nicht schlecht gefunden tatsächlich. Ich weiß nicht, wann das Video vorproduziert wurde, dass man das vielleicht noch mit erwähnt hätte, weil es ja doch ein großes Thema war zum Serverstart auf EU 18 und zu ein bisschen Verunsicherung geführt hat. Aber gut, dass es auf jeden Fall gelöst ist. Ja, kommen wir zu meinem Outro. Wie gesagt, EU 18 Rewards kommen noch. Ich muss auf EU 18 auf jeden Fall jetzt noch die Pets spielen. Das kann ich ja jetzt vielleicht noch machen, sonst vergesse ich das. Es ist ja jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde drüber. Ich muss mir auch endlich mal das Pet hier holen. Witching Hour ist am Start und das andere Nachtpet habe ich auch noch nicht gefunden. Wir müssen ja schnell mal hier die Pets hochleveln, damit wir die Verteidigung nicht alle verlieren. Und ja, ich gehe jetzt mal bei Feuer tatsächlich mal auf Kokofö. Das mache ich sonst eigentlich nicht so häufig, aber man kriegt ja doch relativ viele Früchte. Man kann vielleicht sogar beides hochleveln. Ich versuche das mal, um in der Arena trotzdem ordentlich zu sein. Aber prinzipiell
mit Kokofüttern weiter zu leveln. Keine Ahnung. Also ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Licht haben wir hier Raketenpeter, der hat 46. Boah, das ist ein bisschen heftig, der Kollege hier. Ich würde mal fast sagen, ich bin mit Wasser auf jeden Fall hinterher. Gehen wir mal mit Wasser rein. Boah, okay. Das war jetzt ein bisschen unlucky, würde ich sagen. Nochmal eher. Wieso schaffe ich seinen Tink nicht? Was ist das? Na, egal. Müssen wir halt mitnehmen. Manche Verluste müssen wir tragen. Ist jetzt nicht so ein Thema. Wir stehen trotzdem ganz gut dabei. Ich verstehe aber nicht, warum ich seinen Tink nicht schlagen konnte. Was 2 Level niedriger war. Okay, also keine Ahnung. Vielleicht hat er eine krasse Unterwelt, aber ich bin ja auch schon bei 8. Also, ja, egal. Das war's von mir. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.